Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit Developers Note 2 für das kommende Update Flive Universe V1.4 Battle for Madrigal. Today I'll be showing you some more sneak peeks on some more of the content you can expect. Please keep in mind that things may change before the final patch notes. Und eigentlich kriegen wir jetzt alles schon mitgeteilt, was angekündigt wurde im Q&A. Weil letztes Mal hatten wir schon das Housing-System und heute kommen die anderen Sachen, die uns schon angeteasert wurden, dazu, nämlich der neue PvP-Modus, Ultimate-Waffen-Update und Rainbow Race. Fangen wir an mit dem PvP-Tournament. Das Madrigal Tournament, und ich habe ja schon vermutet, der Name von dem Update heißt ja Battle for Madrigal. Meine Vermutung war, dass es natürlich der PvP-Modus sein würde, der damit gemeint ist. Und ja, scheint so, als wäre es richtig gewesen. Es heißt nämlich Madrigal Tournament. There's a new PvP mode in town for Flive Universe. Introducing the Madrigal Tournament, a small weekly tournament. Und das ist sogar literally das, was ich vermutet hatte. So eine Art Mini-Liga, so eine Art E-Sport-System. Finde ich eigentlich ganz lustig. This tournament rotates between a 3v3 mode and 1v1 mode. You will be able to apply at the Arena Manager NPC Lay. Genau, hier gibt es dann quasi neue Menüpunkte. Madrigal Tournament Registration, Enter Madrigal Tournament, Madrigal Tournament Ranking, Reward und Betting. Ja, Sportwetten in Flive, let's freaking go. Habe ich lustigerweise auch letztens gesagt, dass das lustig damn, ich bin so gut im Predicten, Kappa. From here you will be able to register for the weekly tournament, receive the rewards or bid on other players. Ja gut, diese Sicht zeigt halt einfach einen Kalender mit den verschiedenen Daten, wann was stattfindet, 1v1, 3v3 mit den verschiedenen Dingern und ja, gut, sieht man jetzt noch nicht so viel. You can view the weekly ranking from the NPC, the days you've participated on, and their results. You will also be able to view upcoming tournaments. During the tournament, you will fight in an arena similar to the FWC tournament if you have participated in it. Resurrection, und das ist quasi die Arena. After the weekly preliminary fights, there will be a finals tournament during the weekend to find out who is the strongest player or team for that week. Ja, was ist das quasi? Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale? Oh, naja gut. How a finals tournament might look like. Also es könnten wahrscheinlich auch mehr Teams sein, eventuell. You will be able to obtain a new type of chip called the Yellow Chip. Das ist eine Sache, aber komme ich gleich noch zu. To exchange for various rewards, you will also be able to bid on who will be winning with Penya for a chance to win more Penya. Also was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass sie jetzt noch einen Yellow Chip einführen. Da gibt es Red Chip, Blue Chip, Green Chip, Yellow Chip. Also irgendwann gibt es alle Arten von Chips. Ist irgendwie ein bisschen nervig. Man könnte ja auch einfach neue Rewards für andere Chips hinzufügen. Und hier hat man einfach eine höhere Menge oder so, die man bekommt. Oder man kann vielleicht auch einfach direkt F-Coin gewinnen oder so. Wäre auch was vielleicht. Ja, ist halt ziemlich verwirrend, weil irgendwann fragen halt Leute, ja, was ist das? Und dann hast du irgendwie 46.000 verschiedene Sachen, die man anderen Leuten dann auch erklären muss oder soll. Und ja, wie gesagt, ist halt irgendwann ein bisschen unübersichtlich, wenn es so viele verschiedene Belohnungen von 10.000 verschiedenen PvP-Modi gibt. Und dann kommen wir für den für Flive-Spieler wahrscheinlich interessantesten Teil, nämlich Sportwetten. Madrigal Tournament Betting. Tournament, their betting placings and betting offers. You can bet only on one team and can add an additional bet amount. Bets will close at 20 Uhr on Sunday, revealing the amount of money, blah blah blah. We hope you will enjoy this new tournament type PvP mode. Ja, also grundsätzlich finde ich, für einen PvP-Modus sieht das eigentlich alles ganz cool aus. Ich meine, es bleibt natürlich so, dass es halt ein normales PvP ist. Also es ist kein gleichgeschaltetes PvP, also kein richtiger, also man kann hier auf jeden Fall nicht von E-Sport sprechen, weil man ja trotzdem, also anscheinend zumindest, steht nichts anderweitiges dabei oder nichts Gegenteiliges, dass man hier gleichgeschaltetes Equipment hat. Das heißt, es ist nicht so,
Jeder hat 120er Equipment komplett clean oder 120er Equipment komplett plus 10 oder so. Sondern alle haben ihr eigenes Equipment weiterhin. Das heißt, die in Anführungszeichen Probleme beim Flyth PvP, wodurch es auch eher unattraktiv ist für die meisten, bleiben bestehen, weil man halt mit seinem eigenen Equipment spielt und da gibt es halt einfach ziemlich krasse Unterschiede, je nachdem, wie viel Geld man ausgegeben hat oder wie lange man schon spielt. Andererseits finde ich es interessant mit dem Sportwetten, wobei man hier natürlich auch sagen muss, naja, ich meine, du könntest theoretisch mit 10 Accounts auf dich selber wetten, weil steht ja, man kann only on one team wetten oder auf einen Spieler, I guess, falls man es auf das One-v-One auch wetten kann. Und ich meine, da kann man natürlich ziemlich betrügen. Also wenn du jetzt siehst, okay, du hast jetzt 3 Wochen ineinander gut gespielt, sau viele Leute wetten auf dich, dann könntest du ja theoretisch gegen dich selbst wetten und damit Absicht verlieren. Und ich meine, was passiert dann in so einem Fall? Ist das dann gegen die Spielregeln? Also wird man dann dafür gebannt, falls sowas mal passieren sollte? Also, naja, ob das jetzt so das beste Feature aller Zeiten ist. Also ich finde es lustig, dass es das gibt. Ist irgendwie ganz interessant. Aber irgendwie auch fragwürdig. Aber zumindest kann man nicht mit F-Coins wetten oder so. Es ist wirklich nur Penny, I guess. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ultimate Jewels. In the next update, you will be able to enhance your ultimate weapons even further with Ultimate Jewels. With each upgrade of your ultimate weapon, a jewel rune slot will be unlocked, giving you a total of 5 slots. There are many different types of jewels, each with 10 grades. Note that you cannot insert more than one of the same type of jewel, regardless of grade. So. Das ist jetzt der, in Anführungszeichen, interessanteste Teil von diesem Update, weil es hier um Endgame geht und ja, es ist sehr interessant. Also es ist schwierig, es komplett zu verstehen, weil natürlich Informationen fehlen. Aber probieren wir mal, es ein bisschen zusammenzupiecen. Erstmal lesen wir uns alles durch. Dann, das war jetzt gerade Jewels. Runes are a special, more powerful type of jewel which increase stats in percentages. Here are the different types of jewels currently planned. These jewels will have different grades from 1 to 10, 10 being the highest. There are various ways to obtain jewels. Firstly, 141 plus dungeon monsters have chances, also cursed dungeon monsters, chances to drop an ultimate jewel box, which has a chance to give you one of various jewel items from grade 1 and 2, jewel pieces and runes. The second method is using ultimate jewel gemstones. These gemstones also drop from the same dungeon monsters and can be broken down at the jewel manager into different types of jewels and pieces. So, und hier ist jetzt mein erstes Problem mit dem Update. Hier steht, there are various ways to obtain jewels und dann werden 2 Wege genannt und beide Wege sind in den gleichen Dungeon Farmen. Also, das ist nicht various ways. Also, various ways bedeutet, ich kann an verschiedene Orte gehen, ich kann verschiedene Sachen machen und so das Zeug bekommen. Und hier wird gesagt, diese various ways sind, also erstmal Dungeon Monster töten und der zweite Weg ist, ach ja, Dungeon Monster töten. Die gleichen Dungeon Monster. Ach so, verstehe. Also gibt es keine various ways, sondern es ist, ja, ach so, okay, verstehe. Also keine various ways. Cool. Finde ich schon mal sehr schwach, dass hier alles wieder in White's Dungeon oder in Cursed Dungeons gebuttert wird, was halt im Endeffekt bedeutet, dass halt alles andere außer Dungeons Farmen weiterhin wertlos bleibt und man nur den ganzen Tag Dungeons farmen soll. Das ist halt für Leute, die das nicht wollen oder nicht können, ist es halt ziemlich bescheiden. Das ist schon mal mein erstes Problem. Dann sehen wir hier das Beispiel von dieser Ultimate Jewel Box, die man da droppen kann. Ja, da hat man halt eine gewisse Prozentchance. Das kostet irgendwie sogar Penya, die zu öffnen oder so. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Und ja. Und es wirkt auch extrem kompliziert, weil das war es noch lange nicht. You will have a chance to craft different jewel fragments from the gemstone or have a low chance of obtaining a whole jewel. There will also be a cash shop item, of course, that always guarantees the success of getting a jewel fragment and boosts the chance of yielding more pieces. Das heißt, wer Geld ausgibt, der hat natürlich eine höhere Chance, hier an seine Juwelen zu kommen. Ist ja ganz klar. Once you have 10 jewel pieces, you can attempt to convert them into one grade 1 jewel.
Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ihr habt 10 Pieces und erstellt damit ein Grade 1 Jewel. Das heißt, ihr braucht erst die 10 Pieces, habt dann ein Grade 1. Ja, es geht aber bis Grade 10. Das heißt, ihr habt das 10 schlechteste. Es gibt noch 10 Stufen darüber. If you fail, there's a chance to yield. Also es ist nicht mal 100%, wenn du 10 Jewel Pieces hast, dass es garantiert ein Grade 1 Jewel wird. Es kann sogar noch failen. If you fail, there's a chance to yield between 1 and 10 of the pieces back. Das heißt, entweder du kriegst ein Piece zurück, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder alle 10. Aber es ist random. Also wenn du Pech hast und es failt, nicht nur ist es gefailt und du verlierst Penya, nein, du verlierst sogar auch noch bis zu 9 von deinen Pieces. There will also be a cash-up item, of course, that prevents you from losing any pieces on failure, always yielding back 10 pieces when you fail. Also wie bei den Karten, wie E-Product im Endeffekt, kann man sich natürlich ein Cash-up-Item kaufen, wodurch man keine Pieces verliert bei Fehlschlag. If you have at least 3 full jewels, also es wird immer verrückter, of the same grade, you can fuse them into one of the next grade. You may fuse between 3 and 6 jewels with your chance of success increasing as you fuse more. Upon failure, you can yield back between 0 and 3 of the jewels used in the process, with a cash-up item, changing that range to between 1 and 3. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das wirklich richtig verstehe, aber das hört sich nach dem schlechtesten Update aller Zeiten an. Also es schreit förmlich Pay to Win. Und zwar aus jeder Pore. Es kostet Penya, es hat Gambling, also alles ist mit einer Prozentchance, nichts ist garantiert. Selbst wenn du wenn du F-Coin ausgibst, nichts ist garantiert. Alles hat eine Prozentchance zu failen. Oder eine Prozentchance, dass es halt nicht klappt. Alles kostet Penya. Alles kann mit F-Coin verstärkt werden. Und irgendwie, also ich begreife es nicht. Es gibt 10 Grades von diesen Jewels. Und irgendwie überall steht Grade 1, also hier beim Crafting, also es wird immer von Grade 1 gefühlt gesprochen, also ich habe dir nirgendwo gesehen, dass man direkt einen Grade 10 bekommen kann oder so. Und das heißt, du sammelst diese Pieces, dann machst du ein Grade 1 Jewel. Aber für Grade 2 brauchst du ja 3 Grade 1 Jewel, mindestens. Für Grade 3 brauchst du dann 9 Grade 1, für Grade 4 27, für Grade und so weiter und so weiter. What the hell? Wie schwierig ist es dann bitte, so ein Grade 10 Jewel zu bekommen? Also ich vermute mal, irgendwie wird man schon auch direkt an Grade 4, 5, 6 vielleicht kommen können. Also aus diesen Boxen, keine Ahnung. Aber wobei hier steht dabei, Jewel Items of Grade 1 and 2. Also auch hier wieder maximal 2. Also es klingt schrecklich. Es klingt absolut furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Pay to Win des Todes, so viele Prozentchancen. Also erstmal hast du diese Box, die musst du erstmal droppen. Dann hast du Prozentchance, dass da was drin ist oder was auch immer drin ist. Dann hast du Pieces, wieder Prozentchance, wieder Penya-Kosten. Dann hast du diese Juwelen, hast du wieder Penya-Kosten, hast wieder Prozentchance. Also es ist geistesgestört. Warum zum Teufel hat man so viele verschiedene Schritte, wo überall alles fehlschlagen kann, theoretisch, und man fast alles verlieren kann, und es kostet auch noch alles Penya. Warum kostet aber alles Penya? Also, das könnte der größte Penya-Sink aller Zeiten werden, theoretisch. Und, klar kann man natürlich dazu sagen, du kannst diese Gemstones ja auch direkt droppen. Da steht halt nicht dabei, welche Level die haben, welche Grades, also wie genau das funktioniert, ne? Aber ich bezweifle mal, dass man direkt Grade 10 Pieces oder was auch immer droppen kann. Das bezweifle ich sogar sehr stark. Und ja. Und über die Werte haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Wirkt ehrlich gesagt auch extrem krass. Also hier steht ja Increased Defense plus 10 und hier steht ATK und Def. Also ich vermute mal, man kann auch Increased Attack plus 10 bekommen. Und ja, natürlich die Werte jetzt hier, also STA plus 9, wenn das dann maximal 10 sein kann. Und du kannst ja keinen Wert doppelt nehmen, also jede Runde kann nur einmal benutzt werden. Das heißt, du kannst nicht 50% ATK machen, du kannst nicht 50% Def machen, du kannst nicht 5000 HP machen oder whatever. Geht alles nicht. Das ist schon mal in Anführungszeichen beruhigend sozusagen.
Aber du kannst trotzdem 10% ADK machen, also als Blade zum Beispiel. 10% ADK, also es ist vermutlich, also ich kenne jetzt die genauen Werte natürlich nicht, aber sieht das so aus. 10% ADK, I guess 1000 HP, also ich denke mal 500 ist Grade 5, aber wissen wir jetzt auch noch nicht sicher. 10% ADK, 1000 HP, 10 STR, 10 STA und 10% Def, I guess, wäre dann wahrscheinlich noch das Beste. Oder 10 Dex, je nachdem. Aber auf jeden Fall ist das schon ziemlich heftig, was du da insgesamt an Werten rausholen kannst. Auch wenn du nicht full offensiv gehen kannst, weil es vielleicht nicht so viele offensive Werte gibt und so. Aber es ist trotzdem ziemlich heftig. Und das heißt, die Spanne zwischen Leuten, die es haben, auch wieder auf den PvP-Modus bezogen natürlich, und den Leuten, die es nicht haben, die wird relativ groß sein, weil ich meine, das ist schon nicht unerheblich und wirkt halt, wie gesagt, einfach extrem Free-to-Play-unfriendly. Also ich glaube, ich habe noch nie so etwas Free-to-Play-unfriendlyes in Flive gesehen, jemals. Das ist schon echt heftig. Also auch hier 5 Millionen Penya für einen Crafting-Versuch, ne? Und das kann ja auch fehlschlagen. Hier 8 Millionen Penya, dass du 8 solche Dinge aus den Pieces extrahierst, auch mit einer 50% Chance, auch wieder, dass Sachen fehlschlagen. Kostet auch so viel, also es kostet so unfassbar viel Penya. Natürlich, das sind jetzt Beispiele. Es kann weniger Penya kosten dann in der finalen Version. Aber es kostet Penya und das hat alles diese Prozentchancen und ich weiß es nicht. Es klingt so einfach nur schrecklich. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, ey. Also ich hoffe ja, dass es irgendwie besser wird, aber von dem, was man hier liest, ist es wirklich grenzwertig. Dann, das, worauf wir alle gewartet haben, Rainbow Race Enhancements. We'll be adding more modes to Rainbow Race. Individual Race Item und Speed und Duo Team Race Item Speed. We'll be adding a new mode with variants for both. Item Race will be using the same track as you already know, but there will be a new Duo Team Race mode. Teams will be assigned randomly or with a friend of your choice. The overall ranking for your team will be the highest ranking from that team. Also die Platzierung ist einfach der Höhe. Also wenn du Erster bist, dann ist dein Team Erster. Wenn du Fünfter bist und dein Teammate ist Dritter, dann seid ihr Dritter und so weiter. There will also be special items on top of the items you already are familiar with that will be team-based. For the Speed Race mode, it will be on a completely new track and with checkpoints that usually give items, but it will only give boost items that will increase your speed even faster. Und das war's auch schon. Also Rainbow Race kriegt im Endeffekt einfach einen neuen Modus, basically. That's all for our immediate update plans. There will be other small updates such as new floors on the Forsaken Tower, new housing templates on sale, which you'll be able to see in our full patch note when the update is ready. We have more updates down the line that are currently being developed, so please stay tuned. Also dieser letzte Absatz, der gefällt mir gar nicht, weil irgendwie widersprechen sie sich hier mehrfach selbst. Also hier sagen sie im ersten Satz, that's all for our immediate update plans. Nur um direkt im nächsten Satz zu sagen, aber es gibt weitere Updates. Also das war quasi alles für unser geplantes Update. Außer, dass es natürlich noch weitere Sachen gibt. So, okay, warum steht dann hier, das war alles? Und nicht nur das, dann steht hier auch noch, we have more updates down the line that are currently being developed. Also arbeiten sie auch schon an den Folge-Updates? Oder ist das jetzt auch für dieses Update gemeint? Also sie sind gerade so ein bisschen im Update-Blutrausch, habe ich das Gefühl. Weil, also das ergibt einfach keinen Sinn. Du sagst erst, das ist alles, aber wir arbeiten bereits an weiteren. Ach ja, und es war gar nicht alles, es kommt noch mehr. Hä? What? Also ich meine, es hört sich ja, also grundsätzlich ist es natürlich eher gut, wenn sie an so vielen Updates arbeiten und so. Aber es ergibt halt literally keinen Sinn. Also war es das jetzt oder kommt noch mehr und woran arbeitet? Also, hä? Das ist einfach nur komplettes Tohu Wabohu. Aber egal, dass sie ja im neuen Update an neuen Tower-Ebenen arbeiten, finde ich gut. Denn es fehlen uns insgesamt mindestens 2 Tower-Ebenen aktuell. Denn Tower F5 endet ja mit 132, also beziehungsweise höchste Quest 132. Nächste Tower-Ebene wäre von 136 bis 142 und die übernächste Tower-Ebene von 146 bis 52. Das heißt, selbst wenn sie die beide hinzufügen, sind in Anführungszeichen 160er Charakter immer noch zu stark eigentlich für diese Ebenen. Also wir brauchen mindestens 2 neue Tower-Ebenen theoretisch. Und ich hoffe auch darauf, dass da dann Herneswaffen gedroppt werden können. Und, ja, oder Orichalcum oder so. Also, dass man da irgendwie noch ein bisschen dafür sorgt, dass diese High-Endgame-Item nicht so Monopol haben auf verschiedene wenige Sachen. Und,
ja, einfach die Preise runtergehen, weil manche Sachen sind einfach viel zu teuer. Genau. Außerdem Ultimate Jewels wäre natürlich auch cool, wenn man die auch im Tower droppen könnte bei den Giants oder bei den normalen Monstern einfach. Wenn die schon so schwierig zu bekommen sind. Aber ja, das war unsere Update-Preview, die zweite und I guess letzte, weil hier wieder so verwirrend. Sie sagen ja quasi, ansonsten kommen nur noch kleinere Sachen und die kriegen wir dann zu sehen in den Full Patch Notes. Also I guess das war die letzte Death Note für das kommende Update, aber mal schauen, vielleicht kommt da doch noch was. Genau, wann das Update kommt, haben sie uns natürlich nicht verraten. Also ich persönlich predikte erst nach FEC, also erst nach einem Monat. Aber auch das ist natürlich nicht sicher. Ja. Ist interessant auf jeden Fall. Also ich muss sagen, vor diesen Ultimate Jewels habe ich definitiv Angst. Vor allem auch, dass es Ultimate Jewels und Runen gibt. Also es wirkt einfach so kompliziert. Unnötig kompliziert. Und ganz ehrlich, also ich glaube, manchmal haben Developer einfach nicht wirklich den... Also ich will jetzt hier nicht irgendwie Beef oder Drama anfangen, ne? Aber warum macht man es so kompliziert? Also in Flive PC war es literally so, du hast einfach Diamonds, Saphir, Topaz und so weiter gehabt und die konntest du in deine Waffen ballern. Und das System hätte man ja mehr oder weniger übernehmen können, weil aktuell zum Beispiel, also Diamonds werden benutzt und Amethysten auch. Aber Ruby, Sapphire, Topaz, die sind eigentlich komplett nutzlos. Ja, hier heißt es Shining Topaz, Shining Ruby und so weiter. Also vielleicht kann man die dann irgendwie umwandeln. Vielleicht muss man sie sogar umwandeln oder so. Keine Ahnung. I don't know. Für diese Runen vielleicht oder so. Ich weiß es nicht. Aber wird jetzt hier gar nicht erwähnt. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bleiben die einfach weiter nutzlos. Und da fragt man sich halt schon, ja, warum hat man dann nicht irgendwie auf die zurückgegriffen? Beziehungsweise, warum, also ich meine, dass man hier neue Sachen erschafft, okay, aber dann gleich wieder so viel auf einen Schlag und ja, auch alles so teuer und es ist einfach grässlich, es ist grässlich, es ist grässlich, es ist grässlich. Ich bin nicht sehr zufrieden damit, wie ihr seht, und das war halt wirklich dieses Endgame-Piece von dem Update, weil es war ja eigentlich schon klar, dass keine Level-Erweiterung kommen wird, dass keine neuen Dungeons kommen dass keine neuen Waffen kommen werden, kein neues Equipment und so, war ja alles klar eigentlich, dass das nicht passieren würde. Das heißt, das eigentliche, was wirklich Balancing oder generell Endgame irgendwo beeinflussen könnte oder konnte, waren von Anfang an diese Ultimate Jewels, die schon länger eben im Raum standen, dass die kommen werden. Und ja, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt das Update ist, auf das sich die Leute wirklich freuen sollen oder können. Vor allem, da man auch bedenken muss, die meisten Leute haben ja nicht mal eine Ultimate-Waffe, geschweige denn überhaupt eine Waffe, die man zu einer Ultimate-Waffe machen kann. Also hier scheint eine kleine Disconnection sozusagen zwischen den Spielern und den Developern zu bestehen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Update ist, was sich die meisten gewünscht hätten. Könnt mich gerne vom Gegenteil in den Kommentaren überzeugen, aber ich denke, hier ja, besteht wenig Vorfreude für die meisten Leute, vor allem weil halt wieder immense Kosten auf einen zukommen und dass das wahrscheinlich auch irgendwo nicht ganz wert sein wird für die Boni, weil um diese 10% ADK, die wir vorhin angesprochen, zu bekommen, muss man wahrscheinlich unfassbar viel Geld in die Hand nehmen. Einerseits in Form von Penya und andererseits in Form von F-Coin. Und ob dazu auch jeder bereit ist, ist halt auch die Frage. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Was haltet ihr von dem Ganzen? Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.